Servus und Bonjour. Willkommen in Bernhards Küche. Heute geht es mal wieder kulinarisch nach Frankreich. Es gibt einen Salat Lyonnaise, auch ein typisches Bistro-Gericht. Dazu brauchen wir einen Frisee. Den bekomme ich hier nur sehr selten. Gestern hatte ich Glück und musste natürlich dann auch gleich zuschlagen. Den brauchen wir nicht ganz. Wie gesagt, eine Portion wird gemacht. Den zerteilen wir etwas und schneiden hier unten die, ich sag mal, Stielansätze weg, dass wir nur das Krause haben. Und das können wir aber auch noch etwas durchschneiden, damit das etwas mundgerechter wird. Das ist nun ein bisschen wenig. Nehmen wir noch etwas dazu. Am besten ist natürlich das Helle aus der Mitte des Frisees. So, für eine Portion würde ich sagen, reicht das. Den waschen wir aber natürlich auch noch mal durch. Wichtig ist, dass ihr nach dem Waschen des Salats den in einer Salatschleuder gut durchschleudert, um das Wasser daraus zu treiben. Es gibt nichts Schlimmeres als einen wässrigen Salat, weil der verdünnt euch nachher das Dressing und dann schmeckt es nach nichts mehr. Salat Lyonnaise ist kein vegetarisches Gericht. Da kommen nämlich noch Streifen vom Speck dazu. Nicht zu fein geschnitten. Das sind hier so Streifen jetzt, die einen quadratischen Querschnitt haben, so knapper Zentimeter mal Zentimeter. Davon machen wir so eine Handvoll Streifen. Die werden nachher in die Pfanne gegeben und der Fettanteil ein wenig herausgebraten und dann kommen die zum Schluss auf den Salat. Hier war irgendwo gerade ein Stück Knorpel, dachte ich. Ja, da ist es auch. Das wollen wir nachher nicht im Salat haben. So, das soll reichen. Des Weiteren brauchen wir dann für das Dressing fein gehackte Schalotte. Die äußere Haut ab. Und dann schneiden wir die möglichst fein herunter, dass wir nachher im Dressing nicht so eine dicken Krümel von der Schalotte haben. So, das ist gut so. Und hier ist die äußere Schale ein wenig beschädigt, die wollen wir nicht. So, das soll für eine Portion auch reichen. Den Speck gebe ich jetzt schon mal in die Pfanne.
und lasse das bei milder Temperatur, also so mittlere Hitze etwa, schon mal ankokeln. Der Speck soll nicht verbrennen. Ja, da müsst ihr mit der Temperatur ein bisschen vorsichtig sein. Wir wollen das Fett rauslassen. Und ich gebe auch kein zusätzliches Fett in die Pfanne, sondern das soll im eigenen Fett dann ein bisschen anbräunen, der Speck. Und damit das Fett erstmal rauskommt, müssen wir das mit einer vergleichsweise sachten Temperatur jetzt behandeln. Sonst ist der magere Anteil verbrannt, bevor da Fett rauskommt. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um das Dressing. Dazu geben wir die Schalotten in ein Gefäß. Dann geben wir Essig dazu. Ich habe hier einen Sherry-Essig. Ihr könnt aber auch irgendeinen anderen guten Weinessig dazu nehmen. Weißweinessig, Rotweinessig. Der Sherry-Essig bringt halt nochmal eine besondere Note da rein. Und fast etwas vergessen, Senf. Ich gebe da so einen gehäuften Teelöffel Senf dran. Der dient in diesem Falle nicht allein als Emulgator, was Senf zweifelsfrei ist, hilft uns dabei nachher die Emulsion einigermaßen stabil zu halten, dass die nicht zerläuft auf dem Teller und man dann doch wieder getrennt den Essig und das Öl hat. Salz und Pfeffer muss dann natürlich auch noch etwas dran. Pfeffer, Schroten, nein, nicht Schroten, mittlere Konsistenz und eine Prise Salz. Und dann ein gutes Olivenöl. So, jetzt kommt das Olivenöl dazu. Um eine möglichst gute Emulsion hier zu bekommen, muss man das Olivenöl langsam dazugeben und nicht so einen großen Schuss und versuchen, den unterzurühren. Das ist ähnlich, als wenn man eine Mayonnaise macht. Da das mit so einer großen Flasche schwierig ist, fülle ich mir immer ein bisschen Olivenöl in so eine Quetschflasche ab. Und das erleichtert den Vorgang dann ganz erheblich. Je mehr Öl man da eingearbeitet hat, umso schneller kann man dann das weitere Öl zulaufen lassen. Fängt man tropfenweise an, so kann das nachher durchaus schon ein kleiner Strahl werden. Und da gehen wir jetzt schon großzügig mit um. So, das soll aber reichen. Ja, das ist gut. Jetzt haben sich hier ein Teil der Schalotten an den Rand verkrümelt. Die geben wir wieder da rein. So, das kann jetzt hier einen Moment stehen bleiben. Dann kommen nachher 2 oder 3 Scheibchen geröstetes Baguette dazu. Die gebe ich jetzt auch schon mal hier auf eine
Grillpfanne. Dann kriegen wir da ein schönes Muster rein. Und dann schauen wir jetzt mal zur Pfanne, was unser Speck macht. Ich habe hier jetzt doch noch ein bisschen zusätzliches Fett dran gegeben in Form von Butterschmalz, weil der Speck, den ich hier habe, so mager ist, dass da kaum Fett austritt. Und dann in einer absolut trockenen Pfanne kriege ich den aber nicht kross gebraten. Und er soll, wie gesagt, nicht zu dunkel werden, nicht schwarz werden, aber ein bisschen kross möchten wir ihn schon haben. So, und hier unsere Baguette-Scheiben, Heißsans, die sind auch schon soweit. So, und jetzt warten wir hier noch einen kleinen Moment, bis der Speck die richtige Farbe bekommen hat. So, der Speck hat ein wenig Farbe angenommen und ist so leicht kross. So soll er sein. Und dann nehmen wir den jetzt hier schon mal von der Hitze weg, lassen ihn in der warmen Pfanne, bis wir absolut fertig sind. Jetzt kommt der letzte Akt, nämlich oben auf den Salat kommt zum Schluss ein pochiertes Ei. Und dazu brauchen wir Wasser, das gerade am Siedepunkt ist. Das sollte leicht gesalzen sein. Und auch ein bisschen Essig beinhalten. Nicht zu viel. So, das reicht. Und wenn das Wasser gleich in der Nähe des Siedepunktes ist oder am Siedepunkt, sollte nicht sprudelnd kochen, das würde die Struktur des Eies wohl zerstören. Dann geben wir das schon aufgeschlagene Ei vorsichtig ins Wasser und lassen es darin stocken. So, das Salz ist aufgelöst, am Boden bilden sich die ersten Bläschen. Dann gehen wir runter mit der Temperatur. Dann ist es eine gute Übung, das Wasser in Rotation zu versetzen, weil dieser Wirbel dazu führt, dass das Eiweiß sich um das Eigelb herumlegt. Und es braucht etwa 3 Minuten, dann ist das gut. Und dann werden wir es mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser heben. Und zum Abtrocknen auf ein Küchenkrepp geben. Sonst haben wir wieder einen verwässerten Salat. So, die 3 Minütchen sind um. Dann heben wir das einmal hier vorsichtig heraus. Oh, das ist mir noch etwas zu weich, der Dotter. Der soll zwar weich sein, aber das erscheint mir hier noch ein bisschen arg weich. Den lasse ich jetzt mal noch so ein halbes Minütchen da drin. So, jetzt soll es aber gut sein. Vorsichtig heraussiefen auf den Küchenkrepp.
Oben etwas die Feuchtigkeit herunternehmen. Ach, das ist sowas von. So, nun können wir unseren Salat Lyonnaise anrichten. Ich habe den Frisee hier schon mal in eine Schale gegeben. Ein paar von den Speckstreifen sind da in der Mitte schon drin. Die anderen garniere ich jetzt schön hier oben an der Oberfläche, dass man auch was davon hat. Gleich beim Anblick des Salats. Dann geben wir da jetzt unser Dressing drüber. Das kann jetzt ein wenig nach unten sacken und dabei sich möglichst über dem Salat auch verteilen. Das bringt ja nichts, wenn das alles nur unten hängt und man dann zum Schluss das Dressing auslöffeln muss und am Salat war nichts. So, und jetzt als Krönung das pochierte Ei. Das ist eigentlich eine schöne Seite. Meistens dreht man das um, weil die andere Seite schöner wird, aber hier ist diese Seite eigentlich so schön geworden, dass ich es nicht umdrehe, sondern so da drauf lege. Als letztes folgen jetzt noch unsere beiden Scheiben Toast dazu und voilà, fertig ist unser Salat Lyonnaise. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Servus und au revoir.